Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem letzten Daniel-Video und ich will mal kurz den Bogen schlagen zum letzten Mal. Wir haben also gemerkt, Daniel hat Visionen, die zum einen sich in der Vergangenheit erfüllen, aber zum anderen eindeutig das Ende vom Ende der Endzeit mit beinhalten. Also wir denken, gucken nochmal kurz in unserem Kopf die Vision von dieser Statue, wo zum Schluss die Füße zermalmt werden von dem Stein und der Stein zu einem Riesenberg wird. Also das Ende vom Ende ist immer gekrönt damit, dass Jesus mit seinen Heiligen, also der Menschensohn, der vom Himmel, ja, der Stein vom Himmel mit den Heiligen, das die ganze Welt einnimmt und die ganze Welt regiert, Frieden bringt. Beim letzten Mal haben wir schon gemerkt, da ging es so um diese 70 Jahrwochen, wie schwierig diese Bibelmathematik ist. Aber dass es auch nicht so schlimm ist, es wird eine Zeit kommen, wo es erfüllt ist und dann weiß jeder, das hat es bedeutet. Das ist genauso wie erst nach Jesu Tod und Auferstehung Jesus seinen Jüngern im Lukas-Evangelium richtig erklären kann, was die Stellen, die Prophezeiungen im Alten Testament wirklich bedeutet haben, was wirklich die Erfüllung ist. Deswegen können wir sowas gut im Herzen behalten, ohne uns auf irgendwelche Theorien zu versteifen. Daniel 11 und 12 werden wir heute so zusammenfassen. Ich werde nicht so arg auf Daniel 12 eingehen, weil hier eigentlich einfach nur erklärt wird, Daniel, versiegel alles, was du hier geschrieben hast, denn selbst Daniel hat es nicht richtig verstanden und der Engel sagt ihm dann, ja, die Erkenntnis wird zunehmen, das Böse wird zunehmen, aber am Ende wird dieses versiegelte Buch geknackt werden und dann wird es verständlich sein. Ich schreibe es deshalb, sagt Jesus so schön, damit ihr glaubt, wenn es soweit ist. In Daniel 11 passieren aber sehr, sehr markante Geschichten. Und deswegen möchte ich mich heute da wirklich drauf konzentrieren und ich denke, es ist wirklich ein gigantischer Höhepunkt, der uns heute ganz viel beibringen wird. In Daniel 11 wird das, was mit diesen 70 Jahrwochen schon so beschrieben worden ist, nochmal beschrieben. Das ist genau das Gleiche, was mit diesen 4 Weltreichen passiert ist, dass Daniel zuerst die Vision hatte von dieser Statue und später nochmal das Gleiche in Form von Tieren. Also es geht um dieselbe Zeit. Der größte Teil von diesen Prophezeiungen, die du jetzt im Daniel 11 lesen wirst, sind geschehen. Da werden wir auch die Erfüllung gemeinsam lesen, nachher, wenn ich dann meinen Input dazu gebe. Aber wir sehen auch, gerade wenn wir dann über Daniel 11 auf Daniel 12 kommen, dass teilweise gerade die letzten Verse Hinweise auf die letzte Endzeit geben. Also mir scheint es liegt sehr nahe, dass gerade dieses Gräuelbild der Verwüstung, und damit höre ich dann auch auf und gebe euch dann diese 2 Kapitel zum Lesen, dass dieses Gräuelbild der Verwüstung eine ganz zentrale Stelle ist, die sich schon mal erfüllt hat, aber die Jesus in Matthäus 24 aufgreift und das ist wichtig. Lasst uns das im Kopf haben, wenn wir diese Prophetie lesen. Jesus sagt, bevor er wiederkommt, wird nochmal ein Gräuelbild der Verwüstung erscheinen, von dem Daniel spricht und damit meint er diese Stelle. Also diese Stelle meint Jesus, wenn er sagt, achte, wenn du das liest, merke auf, habe es in deinem Herzen, denn wenn das passiert, müsst ihr fliehen. Und wir werden heute sehen, was das genau heißt. Da müsst ihr fliehen und dürft keinen falschen Propheten glauben, keinen falschen Christus, denn meine Wiederkunft ist nah. Gut, jetzt lest mal Kapitel 11. Wenn ihr Zeit habt, könnt ihr Daniel 12 noch mitlesen. Ansonsten lege ich euch das ans Herz, dass ihr das zu Hause tut, weil ihr wirklich damit diesen ganzen Daniel-Brief so richtig im Herzen habt.
Wir sehen uns gleich wieder. Schön. Dann war spannend, ist natürlich auch ein bisschen verwirrend. Ich weiß, das erste Mal, als ich dieses Kapitel gesehen habe, da haben mir so ein bisschen die Ohren geschlackert. Ich dachte so irgendwie, dann kommt der König und dann der und der Norden gegen Süden und der Süden wieder gegen den Norden. Und ich dachte so, oh wei, was hat das mir zu sagen? Heute sagt mir das viel mehr. Ich lese das fast mehr wie so ein Roman. Wir halten mal fest, also wir werden heute Bezug auf die Makkabäer nehmen. Erster Makkabäer ist ein Apokryphenbrief, aber sehr spannend und sehr interessant, weil genau dieser erste Makkabäer eine Erfüllung ist von dem, was Daniel schreibt. Um den Zeitabstand mal so ein bisschen hinzukriegen, also Daniel hat die Vision so ungefähr 570 vor Christus und der Makkabäerbrief findet 167 vor Christus statt. Also Daniel sieht etwas ungefähr 400 Jahre, 300 bis 400 Jahre, bevor es eintrifft. Und wir lesen hier am Anfang, dass die Perser überwunden werden von den Griechen. Alleine das ist schon gigantisch, dass Daniel das vorhersagt, weil genauso ist es passiert. Dieser große König aus Griechenland war Alexander der Große und damit fängt der erste Makkabäer an. Alexander der Große, der also wirklich die ganze Welt einnimmt. Und der dann aber stirbt und sein Reich an 4 verschiedene Leiter übergibt. Genauso wie es hier drin steht. Und das halten wir wirklich mal fest. Also hier beweist Gott, bevor er dann am Ende über das Ende spricht, dass alle seine Prophetien haargenau eintreffen. Aber, dass sie gedeutet werden müssen. Weil, wenn wir das jetzt nicht wüssten, was da alles passiert ist, mit Alexander des Großen, die 4 Reiche, die sich da verteilt haben, die Seleukiden mit dem Antiochos Epiphanes, der dann versucht, Ägypten und Israel einzunehmen und am Ende dann wirklich gegen Israel gehen, da werden wir gleich drauf eingehen, vor allem gegen die Juden, dann würden wir sehr spekulieren, was das bedeutet. Es sind auch viele Bilder drin und es ist einfach erstmal ungenau. Und das ist das Wesen von Prophetie. Dass wir es deuten müssen und am Ende dann auch sicher sind, dass es so ist. So, ich will heute besonders auf 2 Punkte eingehen. Das Gräuelbild der Verwüstung und dann die Konsequenz oder wie die treuen Juden, hier die Verständigen im Volk, auf dieses Gräuelbild reagieren. Also wir halten fest, wenn wir die ganzen Verse durchgehen, die sind alle erfüllt worden, auch mit dieser Hochzeit. Ich will darauf nicht ganz eingehen, es ist zwar auch spannend, ja, wer da wen geheiratet hat und die versuchten also da immer diese Kooperation, ne, damit ein Reich eben größer werden kann. Alles ist eingetroffen, aber ich gehe jetzt mal vor allem auf diesen Vers ein. Und zwar gehen wir runter. Wir können jetzt zusammen mal ganz kurz noch mal einen Vers lesen. Das wird ein verächtlicher König, ein Mensch, dem Ehre des Throns nicht zugedacht war. Und das auch ist ein Bild, eine Prophetie für später, weil wir halten nochmal fest, das ist schon passiert, zwar mit Antiochos Epiphanes, auch mit dem Gräuelbild der Verwüstung, aber Jesus sagt, es wird nochmal kommen. Also genau eine ähnliche Situation. Man sagt so schön, die Schlange taucht wieder auf, aber sie hat sich gehäutet. Sie kommt in einer neuen Haut. So. Also eher mit Ränken und Geld erschleicht er sich die Regierung und die Vorherrschaft. Und dann kommt es nach einer bestimmten Zeit, wird er dann in den Süden gehen. Und jetzt kommt es im Vers 31. Und seine Heere werden kommen und Heiligtum und Burg entweihen und das tägliche Opfer abschaffen, das Gräuelbild der Verwüstung aufstellen und er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten,
Aber die von Volk, die ihren Gott kennen, werden stark sein und danach handeln. Und die Verständigen im Volk werden viele zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. So, wir nehmen mal diesen Vers und springen mal ein paar Verse weiter, weil es ist etwas, was noch in der Zukunft kommen wird. Es wird nochmal so etwas kommen, dass jemand in das heilige Volk einbricht und das Gräuel der Verwüstung aufstellt. Wir halten fest, darüber habe ich mal ein längeres Video gemacht, bitte guckt euch das mal zu Hause an, dass es sich höchstwahrscheinlich, meines Erachtens nach eigentlich relativ sicher, um einen geistlichen Tempel in der Zukunft handelt. Die erste Erfüllung war der physische Tempel. Die zweite Erfüllung in der Endzeit wird ein geistlicher Tempel sein. Ich wiederhole ganz kurz, es gibt nämlich 2 Wörter für Tempel im Griechischen. Das eine ist ein physischer Tempel, das Wort ist Hieron. Und das andere ist ein geistlicher Tempel, das ist Naos. Und wenn wir in der Offenbarung über diese Tempel sprechen, also geschrieben wird, heißt es durchweg Naos. Also durchweg einen geistlichen Tempel, den hier der Feind überfällt und das Gräuelbild im geistlichen Tempel, sprich in seiner Gemeinde, aufstellt. So, und dann wird, wir halten das fest hier, was hier drin steht, und wir sehen gleich mal, wie die erste Erfüllung, die will ich mit euch durchgehen, wie sah die physisch aus und wie könnte es, das ist meine Frage, die ich heute euch auch in die Kleingruppen reingeben möchte, wie könnte das im geistlichen Bereich aussehen? Also, das Volk Israel, also die Juden werden geteilt, und zwar die einen, die sowieso im Herzen schon den Bund locker genommen haben, werden zum Abfall gebracht. Die werden dazu gebracht, andere Götter auch anzunehmen, also neben ihrem Jehova-Gott andere Altäre zu haben, andere Bräuche einzuführen und andere Lehren einzuhalten und das mit dem ganzen Bund nicht ganz so ernst zu nehmen. Sprich, sie werden verweltlicht. Die Verständigen aber stehen auf, wehren sich dagegen und im richtigen Moment bringen sie dann ein Segen, Gott sei Dank, einen Teil der Juden dann auf den richtigen Weg. Aber sie werden verfolgt werden und ja, da wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber es ist ein Riesenkampf. Jetzt möchte ich noch mal eine Sache weiterspulen, weil gerade von dem Vers, da denkt man, dass es wirklich eine starke Prophezeiung auf die letztendliche Zeit ist. Und zwar folgender Vers. Dieser schlimme Leiter, also dieser schlimme Antichrist, da heißt es, er wird die Götter seiner Väter nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frau noch einen anderen Gott achten, denn er wird sich über alles erheben. Dagegen wird er den Gott der Festungen verehren, einen Gott, von dem seine Väter nichts gewusst haben. Wird er verehren mit Gold, Silber, Edelstein und Kostbarkeiten. Und mit dem fremden Gott wird er gegen die starken Festungen vorgehen. Denen, die ihn erwählen, wird er große Ehre antun und sie zu Herren machen. Hier möchte ich mal eine Deutung vorweggeben, damit wir ein Verständnis haben, wenn wir gleich diese physische Erfüllung unter Antiochos Epiphanes kurz durchgehen. Was könnte es heute bedeuten? Was kommt auf uns zu? Wie sieht diese Herrschaft aus, die am Ende das Gräuel der Verwüstung unter den Christen aufstellt? Und ein König ist, der sich über alle Götter erhebt, sich selber zu Gott macht, was wir heute natürlich schon sehr klar sehen, aber dann gegen die Festungen vorgeht. Meine Deutung, meine Vermutung ist, dass das eine Andeutung für den Transhumanismus ist, der momentan schon durch die Medien, durch die Kraft der Medien sehr stark wirkt. Und zwar heißt es im Korintherbrief, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern wir kämpfen gegen Festung. Wir führen Gedankengebäude unter den Gehorsam Jesu Christi.
Also im Korintherbrief heißt es, dass unsere Gedanken eine Festung sind. Gebäude, die schwer einzunehmen sind, aber durch den Heiligen Geist können wir sie einnehmen. Könnte es sein, dass hier in Daniel diese letzte Herrschaft es schafft, die Gedanken der Menschen einzunehmen? Und genau das ist es, was diese großen Big Tech-Firmen vorhaben. Mit einem Chip, Elon Musk, jeder kennt das, ist es möglich, ich habe ein paar Videos gesehen, also man kann es schon, wenn man einen Chip hier einpflanzt, die ersten Versuche an Affen sind schon erfolgreich verlaufen, dass du Gedanken der Menschen wirklich steuern kannst und du selber mit deinen Gedanken wieder andere Dinge steuern kannst. Das wird natürlich erstmal so ein bisschen immer positiv und rettend dargestellt. Da kann man zum Beispiel Menschen, die gelähmt sind, eine Prothese anstellen und mit ihren Gedanken können sie wirklich diese Hände benutzen. Ja. Kann das sein, dass dieser Transhumanismus das Zeichen ist, also wir merken, das kommt, dass wir in dieser Prophetie gerade gelandet sind? Weil genau das ist das, was natürlich auch die Welt probiert. Wir haben das bei den vielen Wahlen gesehen, wo viele Menschen gemerkt haben, da geht es nicht mehr mit rechten Dingen zu. Erst in Amerika, in England, in Deutschland, aber jetzt auch in Brasilien, wo man gemerkt hat, wir haben brasilianische Freunde gesagt, das kann gar nicht sein. Also hier muss irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Menschen werden auch unglaublich manipuliert, weil sie diesem Medienmacht einfach nicht gewachsen sind. Also die Gedanken sind dieser psychologischen Kriegsführung, die die Medien mit uns machen, nicht gewachsen. So, also wir haben mal das im Blick, könnte das wie könnte das in der Zukunft aussehen? Jetzt gehe ich mit euch 3 Bibelstellen zum Schluss durch von den Makkabäern, keine Bibelstellen, sondern Apokryphenstellen, Geschichtsstellen, wie sich dieses Gräuelbild physisch umgesetzt hat und vor allem, was die Verständigen gemacht haben. Das ist unser Auftrag, wir als hoffentlich Verständige werden dann Matthäus, der mit seinem Sohn Judas das Vorbild schlechthin waren, weil sie waren einige von diesen Verständigen und haben sich dagegen gewehrt. Wie könnte das für uns aussehen? Also erstmal heißt es im 1. Makkabäer 1, da heißt es, dass zu dieser Zeit, als Antiochos Epiphanes sozusagen die Macht ergriffen hat oder anfing wirklich stark zu werden, zu dieser Zeit traten in Israel frevelhafte Leute auf, die überredeten vielen und sagten, lasst uns ein Bündnis mit den Völkern ringsum schließen. Denn wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da wir uns von den Völkern abgesondert haben. Hier geht es um die Juden, also das wären dann die heutigen Christen. Lasst uns mit der Welt verbünden. Ja, lasst uns kooperieren. Lasst uns nicht hier absondern von der Welt, sondern Jesus hat doch gesagt, wir sind in der Welt und sollen den Juden Jude werden. Diese Meinung gefiel den Christen, den Juden damals gut und einige aus dem Volk entschlossen sich zum König zu gehen, der gestattete ihnen heidnische Lebensweisen einzuführen. Da richteten sie in Jerusalem ein Gymnasium her, das sind so olympische Spiele, Sportspiele, wie es auch die Heiden hatten, ließen ihre Vorhaut wiederherstellen und fielen vom Heiligen Bund ab, passten sich den anderen Völkern an und gaben sich dazu her, allen Lastern zu frönen. Wenn das jetzt heute stattfindet, und das ist ein Schritt vor dem Gräuelbild der Verwüstung, dann würde das so aussehen, dass die Christen verweltlichen, dass Sünde zugelassen wird, Unzucht, Menschen scheiden sich, lassen sich wieder verheiraten. Die Christen haben sich der Welt angepasst, statt umgekehrt. Mit einigen Geboten nimmt man es einfach nicht mehr so genau und die Herzen sind nicht mehr ungeteilt bei Gott. Sie haben weltliche Lebensweisen und genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass ich denke, ehrlich gesagt, diesen Schritt sehe ich schon. Und zwar tutto completo. Und nicht nur in der Landeskirche, sondern auch in der Freikirche. Und das ist das erste Signal, okay, das Gräuelbild der Verwüstung kommt.
Was dann Antiochos Epiphanes macht, er plündert den Tempel und hier heißt es in Vers 57, dass er das Gräuelbild der Verwüstung aufstellt. Ja, und zwar lässt er am 25. Tag und alle, bei denen die Bücher des Bundes fanden und alle, die das Gesetz hielten, wurden nach dem Gebot des Königs totgeschlagen. Also die treu blieben und sich nicht versteckt haben, wurden umgebracht. Und am 25. Tag des Monats opferten sie auf dem Götzenaltar, der auf dem Altar des Herrn stand. Und das war das Gräuelbild der Verwüstung. Sie wollten den Heiligen Bund, einige dann nicht, sie wollten den Heiligen Bund nicht entweihen und wurden umgebracht. Also das Ganze hat sich gespitzt dazu, dass man im Gottesdienst, und jetzt übertrage ich mal irgendwie mal in heute, also damals war das leichter, weil es etwas Physisches war, man hatte einen physischen Altar, da wurde ein anderer Altar draufgestellt und da wurden Schweine geschlachtet, also das, was man nicht durfte. So, heute wird es ein bisschen schwieriger sein, es ist ja ein geistlicher, wir haben keinen Opferaltar mehr, aber was könnte heute da drauf gesetzt werden? Was ist heute etwas, was im Gottesdienst getan wird, wo man sagt, das ist ein Gräuelbild der Verwüstung, das ist ein Gräuel vor Gott, das ist es ja. Es ist ja nicht für Menschen schrecklich, die Menschen, steht hier sogar, die fanden das gut. Die dachten, na endlich sind wir im Frieden mit der Welt. Endlich sieht die Welt uns nicht mehr als Hinterwäldler und als religiös und als gesetzlich an. Endlich können wir hier in der Welt wirklich frei leben und sind nicht ständig ein Anstoß. Ja, und viele finden uns ganz gut. Das sind die Gedanken der Juden damals gewesen, ja. Aber die Treuen, die im Herzen beschnitten waren, nicht nur äußerlich beschnitten, die haben dann reagiert und das wollen wir uns mal anschauen. Im 1. Makkabäer dann 2, ein Kapitel weiter, da liefen ihnen vom Volk zu. Auch Mattathias und seine Söhne kamen herbei. Da sagten die Abgesandten des Königs zu Mattathias: Du bist der vornehmste und angesehenste in dieser Stadt und hast viele Söhne und eine große Verwandtschaft. Traum tritt du herzu und tu, was der König befohlen hat, wie alle Völker getan haben, auch die Männer von Judäa und die, die nach Jerusalem sind. Dann werden du und deine Söhne zu den Freunden des Königs gezählt werden und Gold und Silber und große Gaben bekommen. Also es trifft genau das ein, was Daniel vorhergesagt hat. Mattathias war einer der angesehensten Leute, deswegen war er im Fokus, und man sagte so, du, ist doch gar nicht so schlimm, du musst ja Gott nicht verleugnen. Aber hier Opfer hier mit denen, also fang an, auf diesem anderen Altar zu opfern und du wirst reichlich belohnt werden. Und toll wird doch sein, dass wir als Juden angesehen sind. Ja, vorher waren wir immer die Außenseiter, immer die Rebellen, immer die geistlich verdrehten und schwierigen Leute. Und jetzt sind wir angesehen. Das ist doch ein tolles Ding. Auch unser Jahwe-Gott wird doch damit angesehen. Ja, wenn wir dann nicht so radikal sind und sagen, nichts anderes ist erlaubt. Ja, das ist vorbei. Jahwe wird dann auch einer, der hier von den Politikern und den Königen geachtet wird und vor allem du wirst geachtet und hast Einfluss. Kommt uns das nicht bekannt vor? Ja, dass man sich Kompromisse eingeht, damit die Regierung zufrieden mit einem ist und man nicht aneckt. Mattathias aber reagiert ganz krass und sagt frei heraus, wenn auch alle Völker dem König gehorsam wären, wenn auch ganz Deutschland sagt, das machen wir doch mit, wir sind gehorsam, wir ordnen uns unter, ja, und davon abfielen, Gott zu dienen wie ihre Väter und in das Gebot des Königs einwilligten, so wollen doch ich und meine Söhne und Brüder nicht vom Bund unserer Väter abfallen. Der Gnädige bewahre uns davor, Gesetz und Gebote preiszugeben, den Gottesdienst zu stoppen und so weiter. Jetzt kannst du alles Mögliche hier einfügen.
So, und jetzt, kaum hatte er seine Rede beendete, da trat ein Jude vor aller Augen hin, um auf dem Götzenaltar in Modin zu opfern, wie der König befohlen hatte. Als das Mattathias sah, gab es ihm einen Stich ins Herz und er ließ seinen gerechten Zorn freien Lauf, lief hinzu und stach ihn am Altar nieder. Wir halten fest, es gab vorher Juden, die gesagt haben, da mache ich nicht mit. Die haben nicht mitgemacht, die haben sich dann immer versteckt, die haben dann so. Der einschlägige Moment, dass der Aufstand der Makkabäer begonnen hatte und damit auch ein Sieg, sie haben am Ende gesiegt, wurden dann viel später dann auch wieder zerschlagen, aber für eine Zeit lang haben sie diesen Frevel beendet. Und der einschlägige Ding war, nicht sich still zurückzuziehen und nicht mitzumachen, sondern diesen Menschen, den Priester, der da geopfert hat, gesündigt hat, umzubringen. Also nicht, dass wir das heute machen, aber er hat einen Tatgang, er war aktiv beteiligt, zu sagen, das muss ein Ende haben. Und er sagt auch hier am Ende, sonst werden sie uns alle, wir werden vertilgt werden von der Erde. Und was er dann macht, da zogen viele, die nach Recht und Gerechtigkeit verlangten, in die Wüste hinaus und blieben dort mit Frauen und Kindern und ihrem Vieh, denn die Unterdrückung war ihnen allzu schwer geworden. Also ab dem Moment begann die Verfolgung und ab dem Moment merkten die gesagt haben, wir machen nicht mit, wir werden Gott gehorsam sein, da war es so schlimm, vor allem für Kind und Frau, dass sie geflohen sind. Uns allen kommt das bekannt vor. So, und dann gibt es eine letzte große Aktion vom Mattathias. Und zwar werden die verfolgt, also die Frau, die in die Wüste flieht, wird verfolgt. Und sie entscheiden sich, wenn sie angegriffen werden, obwohl sie Gottesdienst feiern am Sabbat, entscheiden sie sich nicht zu wehren. Und es steht hier im Makkabäer, dass 1000 Menschen an einem Tag umgebracht worden sind, weil sie sich nicht gewehrt haben. Und die Aktion von Mattathias war, als er das sah, er beschloss mit seinen Söhnen und auch seinen Anhängern zu sagen, wenn wir weiter nichts machen, werden sie uns vom Erdboden vertilgen. Wir werden uns wehren. Und das tun sie. Und ich finde es ganz toll, die Stelle muss ich auch unbedingt lesen und dann werde ich euch mit einer Frage in die Kleingruppe schicken. Und zwar heißt es da, also das Heer, was kommt, ist viel zu groß. Und die Anhänger sagen, hey, es ist etwas später, es geht jetzt nicht um den Mattathias, sondern den Sohn Judas. Also sie gewinnen ab und zu, können sich verteidigen und dann merken sie aber, das Heer, was hier kommt, ist zu groß. Und sie sagen, was wollen wir tun? Wir sind erschöpft und wir haben noch nichts gegessen, wir werden hier nicht gewinnen. Judas aber sagte, es kann leicht geschehen, dass wenige ein großes Heer überwinden. Denn es ist dem Himmel nicht schwer, durch viele oder wenige zu helfen. Denn der Sieg im Kampf kommt vom Himmel und wird nicht durch eine große Zahl errungen. Sie ziehen gegen uns voller Frevel und Bosheit und wollen uns, unsere Frauen und Kinder ermorden und berauben. Wir aber müssen uns wehren und für unser Leben und Gesetz kämpfen. Darum wird der Himmel sie vor unseren Augen vernichten. Ihr sollt sie nicht fürchten. Und das ist mein Aufruf auf uns alle. Lasst uns nicht passiv zugucken. Lasst uns nicht in die Höhlen verkriechen, sondern lasst uns hier mit unserer, die Bibel sagt so schön, die Wolke von Zeugen, die vor uns hergegangen ist, die Geschichten, die wir lesen, die wirklich passiert sind, zu sagen, es hängt nicht daran, wie viele wir sind. Der Himmel wird mit uns kämpfen. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen. Aber lass uns kämpfen. Und vor allem, wie kann dieses Kämpfen aussehen? Indem wir, ich mache hier so meine eigenen Gedanken, also meine eigenen Vorschläge, indem wir unsere Kinder selber beschulen. Egal, was für Angriffe kommen. Zweitens, indem
wir Gottesdienste halten ohne irgendwelche Regelungen. Wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wie wir unsere Gottesdienste halten und ob wir sie halten. Drittens, indem wir Sünde beim Namen nennen und Menschen zur Umkehr rufen, und zwar alle Menschen. Und das Letzte, indem wir so arbeiten, dass es Gott verherrlicht und uns hier nicht irgendwo anpassen, irgendwas unterschreiben, irgendetwas wie man etwas zu schreiben hat, ja, weil uns LGBTQ dazu auffordert. Wir machen das nicht, wir schreiben so, wie es Gott verherrlicht. Das sind meine Gedankenanregungen für die Kleingruppe, und jetzt möchte ich dich bitten, dass du eine Sache in der Kleingruppe bewegst. Wo sollten wir als Christen aufstehen? Wie Matthäus und wie Judas. Und wo sollten wir kämpfen und erwarten, dass Gott uns seinen Sieg gibt und dass das Christentum wieder in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit gerät und Jesus verherrlicht. Ich wünsche euch eine wundervolle Kleingruppe. Hiermit verabschiede ich mich aus der Daniel-Reihe, wünsche euch gottesreichen Segen, bleibt stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Tschüss.